Hallo und herzlich willkommen zum Livestream hier im Fire-Abend. Ich hoffe, ihr seht uns alle, denn wir sind heute zu dritt. Wir haben einen Gast aus Kanada da. Hello, Kevin. Hello. Welcome to the stream. You're going to show us today your new game, just released yesterday. It's called Livelock. And we're going to play it all together. Also wir spielen heute Livelock, das wurde gestern veröffentlicht für PC, PS4 und Xbox One als Download-Titel. Und wir werden das zu dritt spielen, denn man kann da 3 Klassen spielen und wir versuchen mal, wie wir hier irgendwie halbwegs zusammenkommen. Das ist eine sehr coole Sache. Heute gibt es noch im Livestream ansonsten danach The Final Station und es gibt danach noch eine Runde Battlefield. Aber jetzt natürlich der Gast zuerst, machen wir erstmal Livelock. Und für alle, die das jetzt vielleicht als Aufzeichnung auf YouTube sehen, oh, jetzt kommt gerade ein merkwürdiges Störgeräusch rein. Naja, ist egal. Für alle, die das da, vielleicht... habe ich dich... Ja, siehst du, genau. Ganz kurz zu den Eckdaten. Das ist der Franz, das ist der Feierabend. Und es kann sein, dass wir diese Folge mal auf den YouTube-Hauptkanal von der GameStar hochladen, weil wir eben jetzt auch mal einen Gast dabei haben. Ansonsten ist das hier unser Feierabend. Und man sieht, wir sitzen zu Hause. Wir haben manchmal eben das Glück, dass wir auch einen Entwickler dabei haben, um neue Spiele vorzustellen. Heute haben wir dieses Glück. Ansonsten machen wir, wenn möglich, immer freitags und mittwochs ab 19 Uhr Programm, zeigen neue Spiele, vielleicht auch mal Spiele, die nicht jetzt so die riesengroßen Namen sind, sondern eher mal so ein bisschen, kleine Liebhabertitel oder die ein bisschen unterm Radar laufen. Und ansonsten ist es eigentlich ein recht entspanntes Programm und deshalb würde ich sagen, fangen wir mal gleich an mit Livelock. So, Kevin, I just told everybody what's going to happen here and what we are doing. And are you going to be our team leader? What should we do? You're going to lead us. Is that right? Sure, I can lead you guys through. Have you had a chance to play very much yet, or will this be your first introduction into the game? I've played it for the first few levels just to have a look. My warrior is at level 4, so really just the beginning. I think Franz is it's his first total newbie. I'm so sorry. Go. Okay, no, this is great. It's the perfect way to start, I think. Yeah, this is why I did that. And it's perfect that we have the 3 of us because Livelock is a 3-player cooperative top-down shooter, so we can get the full experience with the 3 of us together in a party. So how do we get together at first? How do we start? So what we'll do, I'll host up the game and I'll invite you guys. I need to get... I know I have Christian on. I got an Steam. invitation. I need to have both of you guys on Steam. Oh, I'll send you my nickname in TeamSpeak. Yeah, perfect. Oh ja, falsche Taste. We do have a matchmaking system, a quick join. So as soon as you press quick join, it'll match you up with people that are approximately your level. But if the 3 of us want to play together, we can send invitations to our friends list. And now we are sort of in the lobby. Also wir sind jetzt in der Lobby. Es gibt einen Matchmaking-Prozess, aber da wir ja jetzt hier zusammenspielen wollen, haben wir uns jetzt hier mal alle versucht zusammenzuholen. Ich glaube, Franz müsste auch gleich kommen. Und im Großen und Ganzen ist das halt ein Top-Down-Action-Spiel mit 3 Klassen. Jeder kann also von uns eine Klasse spielen, was ganz praktisch ist. Und wir spielen es jetzt auch gerade auf dem PC, ne? Also das ist jetzt gerade die PC-Version. Und hat er noch irgendwas erklärt? Ich glaube jetzt, wann kommt's raus? Nicht. Das ist jetzt am Dienstag rausgekommen. Am 30. Also man kann es jetzt schon kaufen. Es ist schon da. Genau. Ich muss mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. Jetzt haben wir wieder dasselbe wie letztens bei 8-Bit Army, dass wir uns mit jemandem unterhalten und danach dann ja noch dran denken, Moment mal, wir müssen uns ja alles merken, damit wir es dann nochmal übersetzen können oder zumindest grob übersetzen können. Das vergisst man dann im Eifer des Gefechts. Genau. So, Franz, we're still waiting for you. No, there's no invite yet. Maybe. Während die beiden da jetzt noch versuchen, sich zu finden, ganz kurze Erklärung, warum es jetzt gerade noch so lange gedauert hatte. Das ging jetzt leider alles ein bisschen ganz knapp und und wir mussten halt auch ein bisschen jetzt vorher noch ein paar Sachen checken und so und wenn dann alles so ganz knapp wird, dann dauert es leider immer noch ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für, denn ja, wir rennen auch aus dem Büro nach Hause, um das dann hier schnell machen zu können und das klappt halt nicht immer ganz so, wie so pünktlich, wie wir es gerne hätten. Genau. Franz, wo bist du? Müsste gleich losgehen.
Did you send me an invite? I just sent you an invite. Oh, We're now okay. Steam friends. Yes. Und You hier can sind be wir through Steam friends in real Right. life as well. I believe that's Yes. how it works. I like you very much. Your hair is And- great. So, and now we have all the classes. I'm going to play the Vanguard, which is sort of the heavy hitter, if I get this right. That's right. Vanguard, he's our more tank-style architect. He's able to take a lot of damage. He's melee-focused as well, so you'll see that he has really huge powered exo gauntlets. He has a big hammer that he can smash robots with. Hex is our more range, DPS, high mobility archetype. And I'm playing Catalyst. Catalyst is more of a support style. I have healing abilities. I can also drop down drone guns and that sort of stuff. So we each have our own sort of archetype that play into the general tank support and damage dealer. Okay, dann ganz kurz zur Erklärung. Also es gibt 3 Klassen. Meine Klasse ist der Vanguard. Das ist quasi der Tank, auf Nahkampf spezialisiert, hat aber auch Feuerwaffen später, die er freischaltet. Man schaltet sowieso immer noch ein bisschen so waffenfrei. Der Franz spielt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du spielst den Scharfschützen, oder? Ja, genau. Genau. Yes. Und die Catalyst-Klasse ist so ein bisschen die Support-Klasse. Und damit haben wir mehr oder weniger alle 3 und man schaltet pro Level dann neue Fähigkeiten frei. Und weil ich es gerade gesehen habe, genau, jemand schreibt schon im Chat, das Spiel kostet 20 €. Genau. Okay, we are ready to go and Okay, so just press X and you can lock in. This is the screen where you would select your different weapons and your different special abilities, but because we're just starting, we have a more limited arsenal of tools. But as you level up and as you progress, you'll unlock 6 different weapons and 5 different special abilities. genau, also man schaltet mit Levelaufstiegen zusätzliche Fähigkeiten und Waffen frei und in diesem Menü macht man sie dann, aktiviert man sie dann. In den Trümmern erblickte ich mein wahres Gesicht. So here, this will just set up the story of the game. Die Gammastrahlung fast vernichtet. Oh, it's in German even. Der Katastrophe. Yes, we have everything is fully translated and localized for German, Russian, English, and Ohne French. Zukunft für organisches Leben musste die Menschheit den nächsten Schritt in der Evolution vollziehen. Die Ahnen übertrugen ihr Bewusstsein in Maschinen, um als künstliche Intellekte weiterleben zu können. 3 machten den Anfang, die auserwählten Hauptintellekte. Ein Gamer, eine Soldatin und ein Wissenschaftler. Mit diesem Körper hier bin ich fertig. Los geht's. Carpe diem. Was ist besser als ein Roboter zu bauen? Einer zu sein. Die Auserwählten errichteten das Hauptnetzwerk, die Heimat für Millionen menschlicher Bewusstseine, unterteilt in 3 Cluster: New York, Tokio und Moskau. Für die Zeit nach der Katastrophe plante man Jeden, ein Ort, an dem organisches Leben wieder entstehen können würde. Das Human Contingency Project, eine zweite Chance. Hoch im Orbit wurde eine Super-KI platziert, um den Übergang zu beaufsichtigen. Satcom online. Ich verspreche, dass der Menschheit unter meinem Schutz kein Schaden zugefügt wird. Aber die Strahlung war zu stark. Daten wurden beschädigt. Die Vergangenheit wurde vergessen. Im darauffolgenden Chaos gingen die Hauptintellekte verloren. Die Cluster gerieten in einen Teufelskreis aus Krieg und Zerstörung. Jahrhundertelang durchkämmte Satcom die Ruinen nach einem Retter. Jemand, der die Cluster erobern, die korrumpierten Intellekte wiederherstellen und Jeden aktivieren könnte. Heute wurde einer gefunden. Das Schicksal ruft, Intellekt. Durch dich erhält die Menschheit eine zweite Chance. Yeah, there you go. The intro cutscene just kind of sets up the general background of the story. But basically, play as a capital intellect, which is this huge mechanical body that you see on this kind of operating table here, and you have an uploaded human consciousness on it. So you have your human memories, your human emotions, that sort of stuff. So that will contrast with some of the chaotic AIs that we'll be fighting throughout the game. And, still loading. Mein Kopf. Was ist Which one's the Vanguard. gamer? Wait. Dies ist deine Heimat. Der Ah, Entstehungsort des Hauptintellekts. something is wrong. It's loading on my side. The whole screen is Keine blue Sorge, yet. Intellekt. Oh, that's interesting. Amnesie ist eine der Nebenwirkungen des What I'll do is I'll just refresh. It
looks like it's still loading. Maybe it's because we are playing on different continents. Could be. Let me just set up the... I'm going to skip the intro. Just tell the people and answer some questions. Ja, also wir spielen das jetzt gerade auf meinem Rechner, oder sehen wir es jetzt gerade? Ah, jetzt sehen wir es richtig. Ja, da bist du. Ah, ja, now it's right. Und wir sehen es gerade genau auf meinem Bildschirm. Wir spielen alle 3 Fraktionen. Das ist die PC-Version. Und ja, man versucht quasi die Menschheit wiederherzustellen, die ihre Geister hochgeladen hat. Und das ist dann aber über die Jahrhunderte verloren gegangen. Und dann Krieg am Ende. Und für alle Leute, die sich wundern, ich zeichne meine Perspektive tatsächlich auch noch auf. Ich weiß nicht, ob das hier so spannend ist, aber sicher ist sicher. Ich werde alles zur rechten Zeit erklären. So we are going to... Yeah. Oh, go ahead. So we are going to experience a story campaign all together. And how many levels, how many story missions can we expect to see? Right, so through the main story campaign, there's 21 different missions. This story takes place across 3 different chapters. Each chapter has its own enemy faction that you fight. So as you play through the game, you learn a little bit more about what happened to humanity just before the Cataclysm and after the Cataclysm. This is about 150 years after that big ray of gamma rays hit the Earth and wiped out all the biological life. So there's no humans left, there's no biological life, it's just a war of machines. Ja, also Fritz, ganz kurz, hast du Keys haben wir keine, ne? Doch, wir wollten eigentlich irgendwie noch ein bisschen Keys verlosen, aber ich muss mal gucken, wie wir das machen. Okay. Schmeißen nee, wir das war vielleicht eben die Frage nachher im Chat. Also wird es auch noch Keys Ja, genau. geben, Ich hatte es angekündigt, weil uns der Publisher die noch zugesagt hatte. Wir konnten, weil es jetzt alles so kurz auf knapp war, konnten wir es jetzt noch nicht so die Details klären. Machen wir noch. Wir wollten erstmal ein bisschen ins Spiel reinspringen. Und ja, ganz kurz, also es gibt eine Story-Kampagne mit über 20 Missionen. Und die ist in 3 Kapitel aufgeteilt. Wow! In 3 Kapitel aufgeteilt und jedes Kapitel hat dann auch andere Gegnertypen, die einen dann erwarten. Und man erfährt halt ein bisschen, was ja vor 150 Jahren hier passiert ist, dass eben die Welt in diesen Zustand gekommen ist. Man kann auch irgendwie so Audiologs und solche Sachen finden. Here, this is an encryption fragment. Basically, before humanity was destroyed, we all rallied together and came up with this contingency plan, which basically was the special operations to bring humanity back. However, the location of that secret base, which is called Eden, is hidden by this encryption cipher. So we need to collect 4 of these encryption rings to actually find out the location of Eden. And then ultimately we can bring humans back to the Earth. Also es geht darum, die menschliche Rasse wieder aus der Digitalisierung zu befreien, also wieder herzustellen. Und dazu muss man mehrere solche Encryption-Keys freischalten. Ich habe übrigens jetzt hier, man kann die Missionen so oft wiederspielen, wie man will. Also der Franz zum Beispiel hat noch keine Zweitwaffe, ne, glaube ich, oder? Franz, wenn du Y drückst, du hast noch keine Zweitwaffe, ne? Ich habe zum Beispiel angefangen nur mit Nahkampf, also hier mit den Schlägen, die man so in leicht und in schwer machen kann. Und ich glaube, du hast standardmäßig eine Waffe, ne? Du hast dein Scharfschützengewehr. Genau. Okay, I just thought about replaying the missions and that you're able to take your new stuff into old missions and do them over and over again. Is there different difficulty levels for each mission? Yes, so all of the missions can be played either single player or co-op, and we have 3 different levels of difficulty. So this guy's a bit more tough. For today, we're playing on the easiest mode of difficulty, but the most challenging becomes very, very difficult. Even for us in the studio, it can be a bit challenging. Here we see this is a little foreshadowing of the Collector. He's the leader of the Abaddon faction. He looks kind of like a big scavenger armadillo sort of monster, and he's not pleased that we've awakened from our hibernation. Also das war jetzt hier gerade ein kleiner Ausblick auf einen der Anführer der feindlichen Fraktionen und der natürlich jetzt nicht unbedingt begeistert ist, dass wir ausgebrochen sind. Das ist jetzt hier auch noch am Anfang alles sehr, sehr eng und also man kriegt später ein bisschen mehr Platz.
Und es gibt 3 Schwierigkeitsgrade, also man kann alle Level einfach nochmal spielen, wie man möchte. 3 Schwierigkeitsgrade, die kann man dann auch eben mit der Ausrüstung spielen, die man freigeschaltet hat. Hier sieht man jetzt auch schon, okay, man steigt dann so nach und nach im Level auf. Und was war noch genau? 3 Schwierigkeitsgrade und der höchste ist auch so, dass selbst die Entwickler sagen, okay, da haben sie schon ganz schön sich die Zähne dran auszubeißen. Is the difficulty setting, is it going to scale on the number of players or? Exactly. It's dynamic, so based on the number of players you have, it will scale up the enemy, their armor and their damage, and also the player's stats shift as well. Okay. Also der Schwierigkeitsgrad steigt nicht nur mit dem gewählten Schwierigkeitsgrad, sondern auch damit, ob man ein oder 2 zusätzliche Spieler dabei hat. Also das wird dann auch schwieriger. Und ich bin nicht der Host, deshalb drücke ich jetzt hier auch nichts weiter. Ich spiele quasi nur mit. Genau. Und ich glaube, das war alles, was jetzt gesagt wurde, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Franz, hast du noch irgendwas? Nee, sorry, ich lese ja immer mit einem oder 2 oder 3 Augen den Chat noch. Gar noch die Frage, ob es Updates für das Spiel geben wird. Ja, Patches habe ich, allein heute gab es einen 4 GB Patch, habe ich gesehen. Oder meinst du eher DLCs? Das müsstest du nochmal spezifizieren. Während deines langen Schlafes hat sich viel verändert. So that first level was just more of an introduction. Here, it'll be a bit more of a challenge. We'll see some more different enemy types. Basically, the core combat is a twin stick style where you're moving, aiming, and shooting. I'm not sure if you guys saw, but there's a dodge roll. If you're on keyboard, it's mouse. And if you're using a controller, it's L1. So that can, in the middle of the dodge, you're invulnerable, so you can use it to dodge enemy attacks. Okay, right click is a melee attack. And you can do a quick melee attack, which is more of a punch. And if you hold it, it's a charge attack. It does a lot more damage, but you can't move while you're charging. So you have to be really strategic with when you're using that. Jetzt haben wir gerade mal so ein bisschen die... was? Okay. Oder willst du es erklären? Ja, kannst auch erklären. Erklär ruhig. Kevin, there's a question from the audience. How many people are you in your team and how many people have worked on this game? Our team, we're a small independent studio from Montreal, and all together we're close to about 20 people, I would say. Also die sitzen in Montreal, in Kanada, und es sind ungefähr 20 Leute. Ganz kurz, wir hatten jetzt hier eben gerade kurz noch eine kleine Einführung zu der Steuerung. Man kann so einen Dash zur Seite machen oder in die Richtung, wo man halt hinzielt und ist in dem Moment dann nicht verletzbar. Man kann auch rennen. Und man kann halt Nahkampfangriffe, man kann den Nahkampf auch aufladen. Das dauert dann aber eine Weile und man ist verletzbar in dem Moment. Und mein Hauptangriff ist sowieso ein Nahkampfangriff, aber ich nehme jetzt auch mal die Waffe dazu. Genau, das ist jetzt mehr oder weniger so die erste Mission, die erste richtige Mission, weil die halt auch ein bisschen mehr Platz einlässt. Ich übermittle dir die Koordinaten eines nahegelegenen Außenpostens. So both of you should also have your first special ability. If you're on controller, it's by pressing A. So I'm the Catalyst. My first special ability is a drone gun. So I can drop this turret down, and this turret will just do tons of damage for me if any enemies get nearby. And I also have a healing gun, so I can repair my turret if it gets damaged. And I can also repair you guys if you are taking damage during the fight. So you'll see that little green symbol above you. That means you're being healed by me. Okay, my character is dropping, what's that, like mines or something? Exactly, those are cluster mines. So Hex, he's our much more mobile character. So what he'll do, he can run in, he can drop these cluster mines, he can leave them down in a choke point or kind of make a trap. So they're very handy to have. Genau, ganz kurz zu den Fähigkeiten. Hier die Support-Klasse, die Kevin spielt, die kann uns heilen und kann ein Geschütz aufstellen. Hier vorne diese Kugeln, das sind Minen, die hat der Franz ausgelegt mit seiner Klasse. Ich suche mal hier nach den Ressourcen. Und was macht meine? What are my special abilities? So you have one of my favorite abilities in the game. It's called Reflection Array. So your first special ability is a shield. So when you push it, any enemies that fire at you, it will reflect their projectiles. So we can hide behind your shield as you're moving, and we can shoot through it, but enemies can't hit us. That's like in real life. Fritz is very, very huge. Tall. He's not tall. He's not huge. Oh, maybe he's a bit huge too. Also meine... Yeah, you have to keep us safe. That's your job. I will try. Oh, somebody's running away. That's a gorilla bot. We might see him a little bit later.
We had Dogbots and Gorilla-Bots. Ja, ganz kurz, meine Spezialfähigkeit ist halt hier, oder erste Spezialfähigkeit ist ein Schild. Wenn da jetzt jemand drauf schießt, dann werden die Kugeln zurückgeworfen auf den Gegner und meine Truppe kann sich quasi hinter diesem Schild verstecken und kann durch den Schild rausschießen. Andere können natürlich von außen nicht reinschießen. Also ich bin quasi für den Schutz zuständig. And I have a second ability, going to use it, Yes. already unlocked. It's sort of a blast from the center of my player character, destroying everything around me. Exactly. It's called Perforate, and as you said, it destroys everything that comes up close. So if you run up ahead and get attacked by a bunch of enemies, you can use it to clear out a bunch of them very quickly. Okay, also So right here we've just picked up a power-up, and they're strategically located throughout the map, and they also drop randomly. And this one gives us bonus fire rate and bonus critical damage. So while we have this power-up, lasts 30 seconds, we do bonus damage. So it's a good way to clear out a bunch of enemies very, very quickly. also jetzt haben wir gerade Achso, willst du schnell sagen? That reminds me of the shrines at Diablo 2. Yes, we're definitely inspired by Diablo 2 as well as other twin stick shooter games, but we love that ability of giving players these big spikes and bursts of power so that they feel really powerful. Also wir haben jetzt eben gerade so eine Energiekugel eingesammelt, die sind teilweise im Level verteilt, man kann sie aber auch, glaube ich, in Gegnern finden und die stärken unsere Fähigkeiten vorübergehend. Zum Beispiel hatten wir eben gerade durch diesen lilanen Orb eine höhere Schussrate. Das heißt nicht, dass man mehr Munition hat, aber man kann halt die Munition, die man hat, schneller verschießen. Das ist ungefähr genau das Gegenteil von dem, was man auf dem Date gerne haben will. Und in einem Spiel ist es aber ganz nützlich hier. What? Und hier, meine Zweitfähigkeit war noch so ein Blast. Ich aktiviere ihn jetzt einfach mal so, zack. Haben wir ihre Aufmerksamkeit erregt. Wer wagt es, meine Oberfläche zu betreten? Kevin, there's another question for you. Is the plant in the background of your room, the plant behind you, is it alive and does it have a name? It is alive. It doesn't have a name, but all my plants are female. They have to be. I don't know what their names are. I have lots. Because they see your computer screen and that should better be... Yes, I'm working from home today, which is nice. Intellekt. Also das ist eine echte Pflanze. working. What time is it at your place? For us, it's about 1:20 or something like that. I can't even tell what time it is. Also in Kanada ist es jetzt ungefähr um 1, also nachmittags. Bei uns ist es jetzt was haben wir es? Kurz nach 19 Uhr, kurz vor 20 Uhr. Wir haben ja um Punkt 7 angefangen. Das ist jetzt kurz nach 7 sein. Wie immer. Wow, Oh, das ist ein dicker Bobo. Okay, I'm gonna activate the shield. Perfect. Get back, get back, get back. This is a stronger enemy. They're called upgraded enemies. And basically they just have more stats than the common variant, but they also can pull traits from a randomized list. So some will be twice as fast, attack twice as quickly, have twice as much health. Other ones can teleport across the map. So those traits are procedurally generated. Every time you play the game, that enemy will have a slightly different challenge for the player. Ah, okay. Also jetzt haben wir eben gerade mal einen größeren Gegner gesehen und deren Eigenschaften, zumindest ein Teil davon, wird zufällig aus einer Vorgabe von Eigenschaften, die so haben können, zum Beispiel eine Teleport-Fähigkeit oder so ein Zeug, wird zufällig ausgewählt, sodass der jedes Mal andere Fähigkeiten haben kann. Und jetzt haben wir es hier am Ende von der Mission auch mal ein bisschen gesehen. Es ist jetzt alles noch nicht gefährlich für uns, weil wir spielen ja zu dritt auf Easy, ist jetzt kein Ding, aber man hat schon ein bisschen gemerkt, okay, wenn es dann doch mal ein bisschen enger wird, dann muss man schon gucken, okay, dass man halbwegs zusammenarbeitet. Also ich aktiviere dann halt mein Schild und die anderen, Franz, was machst du da für einen Quatsch? Die anderen versuchen sich dahinter zu verstecken und solche Sachen. Und so wird man halt nach und nach gucken müssen, dass man halt immer mehr Teamwork braucht, auf höheren Schwierigkeitsgraden dann natürlich noch mehr. Hatte ich noch irgendwas? Ach genau, die Pflanze ist am Leben und alle seine Pflanzen sind weiblich. Warum auch immer. I just wanted to point one thing out here on the score screen. Although we each do have individual scores on the leaderboards, it will actually take our combined score. So while we can compete with each other for bragging rights,
ultimately on the leaderboard, we're competing with other teams of 3. So our score here of 2 million will be compared to other people who are playing in 3-player co-op missions. So ultimately, we want to do well as a team, not just individually. Ja. Also hier in der... Soll ich gerade mal? Oder? Ja, mach durch, klar, logisch. Ich habe ausnahmsweise zugehört, dann kannst du mal ein bisschen... er hat gerade noch, wir haben ja gerade hier noch den Screen gesehen mit den Punkten und am Ende kommt es aber tatsächlich für das Leaderboard, also für die Statistik, wie heißt das denn? Für die Rangliste. Online-Rangliste, genau. Für den Online-Rang kommt es tatsächlich auf die Teamscore an. Also er hat es schön gesagt, die Einzelwertungen sind zwar da, dass wir damit voreinander angeben können, aber am Ende kommt es auf den Teamkampf an. Das finde ich sehr cool. But of course, with any game with score, secretly we're all competing with each other to get the highest score. But there is no PvP mode. It's all PvE. Correct. It's a completely PvE game. You can play single player or in cooperative groups. And is there an option to play in single player with AI-controlled robots on your side, or will you be on your own? You're on your own, but we have matchmaking. So yeah, that's our friend. I think we'll meet up with him again. You should also have your second weapon by now. If you're playing with a controller, you can press Y to switch. So Hex, you have a sniper rifle. It takes a second to charge up, but it does lots of damage and goes through enemies. Vanguard has a ridiculously huge machine gun, and I have a lightning gun that can arc between enemies. Oh, they slowed me. Also, ganz kurz zur Erklärung, man kann das ganze Ding auch im Solo-Modus spielen, dann spielt man allerdings tatsächlich auch alleine, also man hat keine KI-Begleiter dabei und entscheidet sich dann halt für eine Klasse und kann die hochleveln und kann alles hochspielen und ausprobieren. Ansonsten hat jeder jetzt hier inzwischen von uns schon eine Zweitwaffe. Hex hat zum Beispiel, also Franz hat jetzt ein Scharfschützengewehr, das eine Weile dauert, bis es auflädt, und hier Kevin hat hier vorne so ein Energiegewehr, das sind Schüsse zwischen den Gegnern hin und her springen. Wow. Und irgendwas war vorher noch mit dem Singleplayer-Modus und dem Koop. Ach genau, es gibt keinen PvP, es ist ein komplett auf Koop ausgelegtes PvE-Spiel. Genau. And when we did an audio check last week, you already told me about one of your inspirations for this game, because I saw it and I tried it for the first level, and the first thing it reminded me of was a game that was just released for PlayStation 4 a few months ago called Alienation. And there is a reason. There is a reason why there is this kind of connection. Yeah, I think a major inspiration for us were more old-school twin-stick shooters. So Detonation, which was Housemarque's first game before they did Alienation. We just love kind of having that arcade feel in a game. What I think helps differentiate us from games like Detonation and Alienation is our enemies are much more intelligent. You'll see, I think you mentioned earlier, you saw that an enemy slowed you. He has, that guy, he has 2 different types of attack. If you're really close to you, he'll punch you in the face with his hydraulic arm, but if he's further away, he'll use a whip to try to whip you and slow you down. So all the enemies have multiple attacks, and they will choose those attacks based on how close the player is and the player's position. So there is an intelligence that we need to learn as players, and learn how to dodge their moves and learn how to exploit their AI to our advantage. Ja, ganz kurz zur Erklärung. Also, während wir hier zum Ende, glaube ich, gehen, oder betreten wir den Parkplatz. Ganz kurz zur Erklärung. Das Spiel, als ich es ausprobiert hatte, hat das gleich so ein bisschen das Gefühl von Alienation geweckt. Das ist ein PlayStation 4 Spiel, was es seit ein paar Wochen gibt. Ist auch sehr, sehr cool, und das ist von dem Team, die haben damals das Detonation Spiel gemacht. Und Detonation ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Inspirationsquelle hier für dieses Spiel gewesen. Von daher ist das eben so tatsächlich so klassische Top-Down Twin-Stick Action. Twin Peaks Action. Und was aber hier zum Beispiel ein bisschen anders ist als jetzt bei Alienation, die Gegner haben hier je nach Entfernung gehen die auf andere Angriffe. Auf Easy ist das wahrscheinlich alles noch verhältnismäßig einfach, aber auf höheren Schwierigkeitsgraden muss man dann wahrscheinlich die Angriffe der Gegner auch ein bisschen
erlernen, um zu gucken, okay, was machen die eigentlich? Also unterschiedliche, beziehungsweise dieselben Gegner haben unterschiedliche Angriffe, je nachdem, wie weit ein Gegner von einem entfernt ist. Ich glaube, das ist so situativ. Ne? Das mit der Entfernung war, glaube ich, nur ein Beispiel. Genau. Weil mich ein Gegner verlangsamt hat. Weil ich habe ja mich jetzt dazu, ich roll ja immer rein, leg meine Minen und hau dann wieder ab. Ich habe mir überlegt, dass das eine schlaue Taktik ist. Ey! Der hat mich angefasst. Und das machen die situativ, die Gegner. Ich müsste ganz kurz nochmal was, ganz kurz für die Leute im Chat. Das Problem ist, oder nicht das Problem, sondern das Schöne ist, dass Fritz und ich jetzt beide spielen. Und ich müsste aus dem Spiel raustappen, um hochzuscrollen. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, die wir nicht beantwortet haben, dann stellt sie im Zweifel einfach nochmal. Oder sagt einem der Mods, dass er die wiederholen soll, damit wir die nochmal sehen. So Kevin, there's no local cooperative play, right? That's correct, yeah. Okay, also es gibt keinen Koop-Modus an einem PC. Das war gerade die Frage. Are there plans to maybe implement local co-op later on, or is it just not built like this? It's on a wish list of ours. It's something that we definitely like to do. It really depends on the response we get from players, and it's something we're looking into, but I can't make any guarantees at this time. But yeah, it's definitely something we'd love to have in our game. It lends itself to that sort of cooperative play. Also es gibt... Willst du schnell antworten? Nee, ich vergesse immer, das zu übersetzen, mache ich. Also es gibt, es gibt keinen lokalen Koop-Modus, aber vielleicht bauen sie ihn noch ein, es ist zumindest auf ihrer eigenen Wunschliste. Sie müssen mal ein bisschen horchen, wie das Feedback der Spieler ist. Ich schütze mal hier unseren komischen kleinen Roboter, den wir hier wieder reparieren sollen. Alienation hat das ja zum Beispiel auch gebaut, diesen Koop-Modus, dass er den später nachgereicht haben. Könnte hier auch passieren, aber er will nichts versprechen, weil es einfach noch nicht kann. Und ansonsten... hängt halt auch vom Feedback ab, ne? Ich glaube, hier war auch eben gerade, genau. Ich glaube, hier war noch eben gerade die Frage, falls ich mich nicht verschaut habe, ob das einen 4-Spieler-Koop-Modus hat. Nee, es hat nur einen 3-Spieler. Nee, ob es die Koop-Bundles gibt. Die gibt es doch manchmal bei Steam, weißt du? Dass du 4 Keys auf einmal kaufst, wenn du das mit Freunden kaufst und einen Rabatt kriegst. Okay. Oh, I just entered something. Yep. The Void. You guys should have picked up firmware. Did you see it popped up on your screen? It might have been a helmet or a cape or an alloy. I'm not sure if you noticed it among all the explosions and the chaos. Yeah, not sure either. Okay, we'll go back to the loadout screen. But what we have is there's a bunch of different cosmetics in the game. So you can customize your helmet and wear a cape, because why not? Robots would wear capes in the future. And you can also change the way that your metal alloy looks. So I'm going to send us back to the lobby real quick. Okay. And show you how you can customize a character. These are purely cosmetic. They don't change your stats in any way. So if you go to the firmware, which is in the middle of the screen, and hopefully I've got a cool cape now. Hopefully you guys picked up something. I haven't picked up anything yet. Maybe later. Now it's coming. Okay. Now it's coming. Okay, also ganz kurz zur Erklärung. Wir sind jetzt nochmal ins Ausrüstungsmenü und es gibt hier unten unter Ausrüstung gibt es unterschiedliche Vanity-Items, also unterschiedliche Kostüme für die Roboter. Jetzt habe ich zum Beispiel einfach eine andere Skin. Wie? I didn't get any. Du musst doppelt auf diese kleinen Pfeile raufdrücken. Das ist ja geil. Das ist ja voll cool, der andere Kopf hier. Obwohl die Farbe gefällt. Obwohl ich nehme jetzt einfach mal die Farbe. Bei mir steht ja überall 0. Klick mal doppelt drauf. Also bei mir hat es auch einen kleinen Moment gedauert, bis es sich abgeglichen hat. Nee, vielleicht habe ich es einfach nicht eingesammelt. Okay, so no, it's no problem. They drop from the more powerful enemies, so those upgraded enemies, the bigger guys with the shields, they have a high probability of dropping them. But as you play, there's 10 different helmets, 10 different alloys, and 10 different capes that you can further personalize your character with. Also es gibt 10 für Köpfe und Anzüge und solche Sachen gibt es jeweils 10 unterschiedliche optische Anpassungsmöglichkeiten, die dann stärkere Gegner fallen lassen. Und irgendwas hatten wir noch, aber ich habe es jetzt dummerweise vergessen. Irgendeine Frage war noch, ich habe es vergessen. Achso, wegen dem... das mit dem Viererpack? Das haben wir noch nicht gefragt. Is there an option to buy 3 games at once and have like a lowered price? Yes, we have a 3-pack. It's currently available on the Arc platform. It's a 3-pack for $44.99, I believe. So it's about a 20% savings.
Also es gibt ein Dreierpack, das 20% erspart. Das ist nicht direkt auf Steam. Man kann das Spiel auch auf Steam und so kaufen, sondern das ist auf der Arc-Webseite. Das ist die Webseite vom Publisher Perfect Games, wo wo mehr oder weniger alle diese Spiele zusammenkommen, und da gibt es das als Angebot. Also wer sich das jetzt mit seinen Freunden zusammen kaufen will, der kann das da tun und kann da 20% sparen. Oh, ich habe den falschen Angriff drauf. Yeah, you can find it through the Perfect World website. So you should have your second special ability now. So for Hex, should be the dash, I believe. I haven't played Hex in a while. Oh, it's armor penetration. So see that you have a pink flame on you, that you do a lot more damage, and all of your projectiles can go through enemies. So it's good if you can line up a bunch in a row, you can destroy them very, very quickly. I can heal you. I have a heal beam Yes, here. thank you. My Jetzt sind second wir ability. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir die zweiten Fähigkeiten also auch Franz müsste inzwischen jetzt die zweite Fähigkeit schon freigeschaltet haben. Ja, Bei mir war das ja hab ich auch grad benutzt, dieser Ringangriff, und der Support hat so eine Healing Aura als zweite Fähigkeit. Und war jetzt noch, warte mal, achso, genau. There is a question from our viewers. Do you have an idea what kind of game is going to come next for your team? Or That's a really good question. is it still too early? It's still very early. With Livelock, we're really only scratching the surface of the story that we want to tell. There's actually a lot more going on in the Livelock universe that we haven't even had a chance to dig into yet. So there's definitely quite a lot of background and more of the story that we'd like to tell. Exactly what format that will take, we're not sure yet. Obviously, it also depends on how people enjoy this game. Ja. Also, sie wissen noch nicht genau, was sie als nächstes machen wollen. Wow. Aber sie wollen gerne in diesem Livelock-Universum noch mehr Geschichten erzählen, weil es da noch für sie aus ihrer Sicht noch viel zu erzählen gibt. Sie haben noch Hintergründe, die sie gerne noch erzählen wollen. Sie wissen aber noch nicht genau, in welcher Form sie das machen wollen. Und von daher ist es jetzt, wie gesagt, es ist jetzt auch ein bisschen arg früh. Das Spiel ist wirklich seit gestern draußen. Das heißt, jetzt erstmal gucken, okay, wie kommt es an, was muss man anpassen, was muss man an vielleicht Fehlern und so beheben. Ist ja jetzt auch auf 3 Plattformen draußen. Wie reagieren die Leute überhaupt drauf? Und ob es natürlich da in dem Universum weitergeht, hängt dann am Ende des Tages auch davon ab, ob das Ganze überhaupt ankommt. Ne? Also, That's perfect. Using the shield to reflect their bullets like that, perfect. Genau. Are there any plans for DLC content, like new missions and stuff like that, or more customization options for the suits, or for the they are not suits, they are like The robots, chassis. Yeah, the big robot bodies. We have a lot of ideas. It's just we need to start working on them next. We're really focused on getting the game ready for launch and everything, so that's taken quite a lot of time recently. So now we've had an opportunity to sort of sit back, watch people playing the game through Twitch and various streaming services, and it's just really cool to watch people play something that we've been working on for about 2 years, and just watching them explore the world and learn about the characters and enjoy a whole bunch of robots along the way. So that's where we're at right now. Also there's a hidden auf die sniper. Frage hin, there's sort of stealth snipe. Here they come. Yes, Stealth these guys snipers. are pretty annoying. They will cloak, find a position to shoot you from, and then take a quick shot, and then run away and cloak again. Oh, I got a new weapon. So Yes, sort of, I think you're one level ahead of us. So that's your launcher weapon. It will drop these mines on the ground, and if any enemy walks by them, it will just blow them up. Cool. Ja, ich habe gerade nochmal nachgefragt, wie es mit Story-DLCs oder generell mit DLC-Content aussieht, und soweit sind sie einfach noch nicht, weil das Spiel jetzt einfach tatsächlich erstmal raus ist und sie gucken erstmal, wie die Response ist, wie es so ankommt. Und weil hier gerade eben die Frage hatte ich im Chat gesehen, was den Umfang angeht, also wie gesagt, es sind so über 20 Missionen. Die sind jetzt, zumindest jetzt hier am Anfang, waren sie noch verhältnismäßig kurz, und mal gucken, wie lange die dann nach hinten raus werden. How many regions will we see, like settings? Right.
Well, the story is broken up into 3 separate acts, but even within each act, there's different geographical regions that you go. So here in Act 1, we're mostly focused on being in a destroyed human city or the outskirts of the city. But in the other acts, we travel to the desert, we're in a mine, we're on the rooftop of buildings, we're in the Arctic. There's a whole bunch of different geographical locations that we'll explore. Also es gibt im Großen und Ganzen drei Kapitel, aber innerhalb dieser Kapitel gibt es dann auch nochmal von den Gebieten her Abwechslung. Es geht unter anderem in Minen, es geht in eine Wüste, es geht auf die Dächer von größeren Gebäuden. Ach, jetzt haben wir irgendwie eine Beschleunigung. Ach, Geschwindigkeit, genau. Geschwindigkeit beschleunigt. Und ja, das ist so ungefähr vom Umfang. What would you say for run through on the easy difficulty level? How much time should it take? For a duration of the fastest people I've seen so far have done it about 4 hours, 3.5 to 4 hours, but most people usually take between 5 and 6 hours to get through. Okay. Also um einmal durchzukommen durch die Kampagne, das Schnellste, was Sie bis jetzt so gesehen haben, waren 3,5, 4 Stunden. Im Schnitt sind es so um die 5 Stunden, um einmal durchzukommen auf dem Easy-Schwierigkeitsgrad. Und irgendwas fiel mir gerade noch ein, aber ich habe es sofort in dem Moment als Frage leider vergessen. Es tut mir furchtbar leid. Wie hübsch ich bin? Es steht ja nicht zur Frage. Da fragt man sich höchstens, was soll das denn? Whoa. Nice. Good shield. Get behind my shield. Oh, my shield is gone. My shield is gone. Damn it. Ja, ich hatte irgendeine Frage, hatte ich noch, aber ich habe sie jetzt vergessen. Es tut mir leid. So ist das manchmal. Das war bestimmt eine ganz tolle Frage. Oh, I'm sorry. Oh, no. I'm sorry. It wasn't something good. Outside of the main story, it's killing me. Outside of the main story mode, we have another game mode that's called Open Protocol, and this is like an endless survival mode. So it's mostly for the more hardcore players who want to compete on the leaderboards. But it'll bring you down into Ruin City, and you'll have to fight procedurally generated combinations of enemies. And the longer you survive, the higher your score will be. So this is where we think some of the endgame content with the more competitive players, they'll be sinking their teeth into that game mode. Also, es gibt noch einen anderen Spielmodus abseits der Kampagne, nämlich so eine Art Horde-Modus, wo man gegen immer stärkere Wellen kämpft, und das ist natürlich dann in erster Linie gedacht, dass die Leute das machen, um in der Rangliste aufzusteigen. Die noch aus der Zeit der Menschen stammen. Und hier ist noch Blut. Fläche und erkunde die Tunnels. Oder ist der so für alle? These blue carbon nanotubes that we're picking up, these are part of the weapon upgrade system. So when you're in the lobby screen, when you're choosing your weapons and special abilities, you can actually upgrade your weapon stats. So if there's a weapon you like to use all the time, you can increase its damage, its rate of fire, its clip size, those sort of attributes for that weapon. And by playing through the game, you'll collect that weapon upgrade currency, so you can keep getting more powerful. Also man schaltet nicht nur neue Waffen frei, man schaltet auch, also man kann die Waffen auch upgraden mit diesen blauen Kristallen, die man immer wieder aufsammelt. Also man kann die einzelnen Waffen, wenn die einem irgendwie gefallen, dann kann man die halt stärker machen. Das gibt's noch, und ja, und den Horde-Modus hast du ja schon erzählt, genau. Das war nämlich gerade auch eine Frage im Chat, was man macht, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Man kann es natürlich dann auf höheren Schwierigkeitsgraden nochmal spielen, mit den neuen Upgrades, die man gekriegt hat und so. Und dann eben, wenn man da Bock drauf hat, diesen Horde-Modus gegen andere spielen, also quasi gegen die Höchstpunktzahl von anderen Leuten. Genau, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Es ist jetzt kein, also ich meine, man muss ja auch ein bisschen bedenken, es ist ein 20-Euro-Spiel, ne? Das ist jetzt nicht das riesengroße Ding von einem verhältnismäßig kleinen Team. Es gibt jedoch noch einen weiteren und viel gefährlicheren Feind, der im Dunkeln lauert. So this next level that we're coming into, we're in a human subway system. And basically we've found a capital enemy signature. So we're trying to find the boss of this particular area. His name is Amos, and he's very, very corrupted. The Abaddon can barely keep control of him. So Abaddon is the faction, the whole group of those machines that are all twisted and corrupted by the gamma ray burst. So Amos is a leader of this particular area. Watch out for those guys. Those are they're called mongrels.
They're robots, dogs basically, and they'll run at you and they self-detonate, so they suicide explode when they get close to you. Exactly like real dogs. Also hier müssen wir ein bisschen aufpassen, hier sind so kleine Roboterhunde, die sich in die Luft jagen, wenn sie in unsere Nähe kommen. Genau, da sind sie gerade gewesen. Und wir sind jetzt hier auf der Suche nach einem Bossgegner in diesen Abwassersystemen. Ah, der Franz sich das schon geschnappt. Watch out. Whoa. Which engine are you using? Was the question. Yes, this is Unity. It was all built Okay. in Unity. Also auf die Frage, welche Engine, das ist die Unity Engine. Now I remember one of the questions I had earlier on and I forgot earlier on. The levels, are they procedurally generated or are they handmade? So all of the levels in the campaign mode are handmade. However, some of the enemy combinations are procedurally generated, especially the upgraded enemies, the ones that pull from the random traits for the upgraded. But the actual level layouts themselves have been all made by hand. Also die Level sind nicht prozedural, also zufällig erstellt, sondern sind ganz normal klassisch gebaut. Aber die Gegnerplatzierung und besonders die Fähigkeiten mancher schwierigere Gegner... Warte mal, ich mach mal ein Schild an. Wow. Mancher schwierigere Gegner sind zufällig ausgewählt. So you should have 3 weapons now. You have a primary, a secondary, and a launcher-style weapon. For me, the launcher-style weapon fires a pulse mine, and it lands on the ground and flashes healing damage every second. Hex can fire guided rockets to nearby enemies. It's really fun. And Vanguard has the mine launcher, where it fires the mines on the ground that detonate when enemies walk by. Also wir haben jetzt unsere dritten Feuerwaffen freigeschaltet. Das ist entweder so ein Minenwerfer für den Support. Was für Franz, für dich war es was gewesen? Ich habe so also so Raketen. So Stimmt, genau. Schwarm. Lenkraketen. Und ich hatte meine Drittwaffe ja schon, das ist das Ding hier. Das ist hier der Minenwerfer. Genau. How many kind of main weapons are there to be unlocked? So, yes, each class has 6 total weapons that are unique. And when you are in the lobby screen before mission, you choose 3 of them. So there's actually a couple different subclasses. So we could each play the same, we could all be Vanguard, but we could have different weapons and different special abilities. Okay, also jede Klasse kann 6 Waffen freischalten. 3 davon kann man maximal mitnehmen. Und die wählt man dann vor der Mission aus, welche von diesen 6 Waffen man mitnimmt. Und dadurch kann man mehr oder weniger sich so eigene Unterklassen bauen. Oh. Watch out. Und also es können... I'll heal you. Dadurch kann man sich quasi so kleine Unterklassen bauen. Still alive. Um das Spiel noch weiter anzupassen. Okay. Und man kann auch, also es ist jetzt nicht so, dass man immer das Team von diesen 3 Figuren spielen muss. Also man kann auch einfach 3-mal dieselbe Figur spielen. Also können auch 3 Vanguards oder so spielen. Das kann man sich aussuchen, wie man gerne möchte. Wir haben es jetzt hier natürlich kann man dann jetzt halt unterschiedlich spielen, ne? Genau. Also man kann dann halt denen andere Waffen und Fähigkeiten geben, also quasi so Subklassen. Genau. Wir haben es jetzt natürlich hier so gemacht, dass wir einfach jede Klasse dabei haben, um das einfach nur ein bisschen zu zeigen, wie die unterschiedlich aussehen und Was du eigentlich für eine Riesenkanone? Ja. Und hier im Spiel ist auch echt, habe ich vorne so eine ganz große Waffe dran. Ich hatte überlegt. Ey, komm, aber tu mal bitte. Also, du weißt doch, keinen schlechten Witz auf der Straße liegen lassen, denen wird kalt. Also. Oh ja, ihr hattet, das stimmt. Wir haben gestern kurz beim Battlefield-Spielen Onkel Sigismund getroffen, mit dem ein bisschen gespielt, da hat man gemerkt, dass wir alle aus demselben Stall kommen. Kein Witz ist schlecht genug, um ihn nicht zu machen. Ja. Genau. Vor allem dann zu dritt. Wow. Unsere Zeit ist normalerweise, wir spielen für gewöhnlich immer jedes Spiel eine Stunde, aber jetzt, wo wir den Entwickler da haben... Wir haben ja auch ein bisschen später angefangen, ne? Also wir haben ja... Genau, deswegen streckt sich das noch ein bisschen, je nachdem, also ein bisschen wenn wir das schon noch spielen. Schreibt gerne Fragen in den Chat rein.
Kevin, I don't know if you can talk about things like that, but a game of this size with a team made by, what did you say, about 20 people? About 20 people. 20 people, and you're selling it on Steam and on PC, on PS4, on Xbox as a download title. What number of downloads do you need till you say you're even? This is a success. How? I actually don't know. I'm a game designer, so I don't actually have any of that information. Oh, okay. So And you don't want to have. Yeah, I don't know. I just want to. I want to make a fun game, so that's all. Just give I me know food and care Red about. Bulls and let me develop games. That's it. All I need is internet and coffee and a computer, and I'm good to go. Also ich hatte jetzt gerade mal versucht rauszubekommen, weil mich interessieren ja auch so diese Zahlen so ein bisschen, wie viel wie viel Spiele die verkaufen müssen, damit das am Ende ein Erfolg oder sagen wir mal wenigstens das Geld wieder reinspielt, was sie ausgeben mussten. Aber Kevin ist übrigens, habe ich überhaupt gesagt, Kevin ist der Lead-Designer von dem Spiel. Er weiß das selber nicht. Er weiß das selber nicht, ob das gut. Ob das jetzt wirklich so genau nicht weiß, ist ja auch mal so ein bisschen so eine Sache, ne, ob man darüber reden darf oder nicht. Aber meine Theorie, vielleicht will er es gar nicht wissen. Genau. Spiele entwickeln. Genau. One other thing I forgot to mention is, in addition to the 6 weapons each class has, you have 5 different special abilities. But each of the 5 special abilities has a mod that you can unlock, so it changes the way that it works. So, for example, Hex, your cluster mines, you can make them so that when they detonate, they leave an effect on the ground that slows enemies in that area for a duration. Or you can change it so that when the mines detonate, they leave an effect on the ground that deals damage over time. So you can sort of like customize those special abilities based on how you like to play your character. So each special ability has 2 different mods that you can install. Ganz kurz noch zur Erklärung, zur Übersetzung. Achso, jetzt sind wir an der Oberfläche. Man kann die Special Abilities, die man neben den Waffen ja auch noch hat, zum Beispiel meine Druckwelle oder mein Schild und so, die kann man nochmal durch Mods anpassen und so auch nochmal customizen. Das geht ja hier, jede Figur kann man bis Level 30 spielen und dadurch schaltet man halt diese ganzen Zusatzfähigkeiten frei, und da nicht alle gleichzeitig ausgerüstet werden können, muss man sich halt so ein bisschen entscheiden, kann dadurch aber eben auch seine Figur anpassen. Genau, ich hoffe, ich glaube, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst. I just got a vanity item. I got a cape. Oh, that's great. So I brought us back to the lobby. You should have also unlocked your 3rd special ability. So if you go to the Functions tab, you can actually swap out and try one of the new special abilities. So, jetzt habe ich hier... Functions. Oh ja. I got a Reflection Shield, I got a Scrambler, and I got something that I haven't unlocked yet, and I got this wave. Oh, so okay, I don't know if character you can just see. got headphones. My helmet makes me look like an insect. I don't know if you can see that. That's a funny one. Now I'm a purple insect. Oh yeah. Let me just check if I've found something new. One of my capes is a shabby scarf. I got a new. The other one is that's nice. That's this kind of thermic or thermal insulating emergency blanket. That's it. It's great. an emergency blanket. It's the FEMA emergency blanket. Yeah. The lighting is great on the blanket. Hier ist übrigens noch eine kleine Sache. Genau, hier in dem Menü kann man jetzt mal, weil ihr guckt ja bei mir gerade zu, da kann man jetzt mal sehen, wie die Waffen aufgewertet werden. Also man sammelt diese blauen Kristalle auf und oben, jetzt sieht man schon, die Kanone ist jetzt schon fast ganz hoch. Ich kaufe jetzt einfach mal ein Upgrade rein, zack, und das nächste braucht dann wiederum 1000 Punkte, aber dadurch werden die Waffen halt stärker. Das kann man dann hier mit den unterschiedlichen Waffentypen auch machen. Ich habe jetzt aber auch tatsächlich erstmal nur diese 3 Waffen. Mehr müsste ich dann erst freischalten, und wir sehen hier bei den anderen, was die ansonsten ausgerüstet haben. Und die 3. Fähigkeit ist auch noch, die man ausrüsten kann, die ist noch gesperrt. Ich akzeptiere jetzt mal auch. I was just telling the viewers how you upgrade the weapons on the stats, like more damage and stuff like that. Das habe ich auch gerade mal gemacht bei mir, einfach mal blind. So is the loot we get, is it shared or does have anyone their own loot?
So it drops for everyone. If any of us open a chest, it will drop carbon for each of us individually. So you don't have to worry about someone running ahead and stealing all of the loot. We wanted to make sure that everyone gets a fair share. Collect it personally. That's correct, yeah. Same with the pieces of firmware, which is the cosmetic items. It'll drop and you have to go and pick it up. Okay, so I think, yeah. But we Also die didn't Frage war want gerade, people to steal it from other people. That's not fun. Okay. Gerade war die Frage, ob der Loot, also wie der Loot droppt, oh Mann, wie die Ausrüstung verteilt wird, wenn sie hinunterfällt. Und das ist, wenn jemand eine Kiste findet, dann fällt das da raus. Das ist aber für jeden gleich. Man muss halt nur hinlaufen und es sich einsammeln. Und das heißt, niemand kann Sachen klauen oder so. Here you can see these That are hurts. artillery-based enemies, so you'll see they leave red marks on the ground. That's where you know not to be. Yes. Watch out for that. I just showed that for effect. So, liebe Leute da draußen, habt ihr noch Fragen? Jetzt können wir sie noch stellen, weil ich würde sagen, wir nähern uns jetzt langsam der 3-Minuten-Schallmauer und würden dann wahrscheinlich langsam in Richtung Ende mit dem Spiel jetzt hier gehen und rüberwechseln zum nächsten. Also wenn ihr noch... gibt es dafür TDM, also Team Deathmatch? Nein, es gibt keinen PvP-Modus. Es gibt, das ist ein reines PvE-Spiel. Es gibt keinen PvP-Modus. Und ja, damit dürfte die Frage beantwortet sein. Oder? Das war doch, genau. Ach so, any information about mod support? That's the classical question from PC players. We don't have. Actually, we don't have any plans to offer mod support or anything like that. I guess as a small team, we're just really focused on getting our individual parts done. So yeah, there's no plans for mod support at this time. Also es gibt keine Pläne aktuell für Mods, weil sie eben auch ein kleines Team sind und das gar nicht groß auf ihrem Plan stand, das jetzt zu machen. Muss ja fairerweise auch mal gestehen, es wird zwar oft gefordert mit den Mods, aber wie viele Spiele sind dann am Ende des Tages, wo dann doch wirklich eine richtig aktive Mod-Community bei ist, da braucht man auch das richtige Spiel für. Sowas wie Mountain Blade zum Beispiel. Ja, aber es gibt natürlich auch Sachen, die echt nicht unbedingt davon leben, aber die... Ja, genau, aber da brauchst du dann halt auch wirklich das richtige Spiel für. Oh. Genau. This is a prison. We can't get out, but it'll disappear in a few seconds. There we go. So that's one of the abilities that is randomly assigned to that particular enemy. That one can be really tricky. Here you can see I can make mirror images of myself now. So they'll go and fight for me. Ah, guck mal, jetzt hat hier der Support quasi so Geisterkopien von sich erstellt. There was one question from the viewers about the enemies. What kind? How big are they going to get? Is this sort of? That's a great question. Each of the 3 different factions, generally they're grouped into small, medium, and large. We haven't seen any large enemies yet. They're quite large. Ah, okay. But at the end of each act, you fight a huge monster. Those are the bosses of the acts. Okay. And they fill up basically the size of the screen. So there's a wide range in sizes from the tiny enemies and then the biggest boss enemies that you have to fight. Okay, also es gibt 3 unterschiedliche Größenarten. Wir haben bis jetzt nur klein und mittel gesehen. Es gibt noch groß, die sind die sind quasi so die Bosskampfgröße und die sind halt richtig bildschirmfüllend groß. Genau. Wir quatschen hier ganz schön in die Story-Sequenzen rein, aber ich glaube, das ist... What we really wanted to have are really epic boss battles at the end of each act to give you very satisfying completion to that part of the story. So we won't. I don't think we'll have time to get all the way to a boss today, but I think it's something that players really like to feel, that epic battle and then that sense of accomplishment from defeating such a huge monster. Will you need specific tactics to defeat them, like hitting specific points and stuff like that, or? Yes. Each of the bosses have a number of different abilities and phases. Here, this is a mini-boss actually. This guy can be a bit tricky. He makes mirror images of himself, but only the real version of him takes damage.
so it's hard to keep track of which is the real version. So what we'll have to do is destroy all the clones of him, so that only he remains and we can do damage to him. But for players who can keep track of him at all times, they can focus him down really quickly. For me, that's hard to do. That's not us. No. Also das ist jetzt hier so eine Art kleiner Mini-Boss. So here, this is the real one. Und der hat Kopien von sich erstellt. And watch out for the white flashes. He throws down mines on the ground. Here, I'll heal you. Und da muss man dann gucken, dass man den Richtigen erwischt, weil nur der Richtige nimmt auch tatsächlich Schaden bei dem hier. Ah ja genau, jetzt kommen hier wieder die Kopien. Aber das hier vorne ist der Richtige. Ja, und er hat noch gesagt, wenn die Spieler wirklich gut sind, dann können sie sich merken, welcher der Richtige ist. Und dann hat er hier Fritz und mich. Herzlichen Glückwunsch. Aber das hier ist, ich glaube, ich bin auf der Richtigen. I'm not sure what's my new special ability. I'm down. Oh no, that's okay. You'll be reprinted if you just press X. It'll come down in a 3D reprinting pod, and it will rebuild your body. I want to see. Ah, okay. Watch out. Oh, phew. I got you. Thank you. Oh, the ball. Ah, here it is. What's my second special ability? I'm going to activate it. It looks like this. What does it do? It's called countermeasures. What it does is it makes all the enemies in the nearby area target you. It's a bit of a taunt, but enemies who are taunted do less damage. Ah, okay. So it's a way that you can get attention, but also mitigate incoming damage. So it's a really good ability in Co-op. Also, meine Zusatzfunktion ist hier ein Taunt, also eine Beleidigung dem Gegner entgegenwerfen und dann zu hoffen, dass er unkonzentriert nur mich angreift. Er macht dann weniger Schaden, greift auch tatsächlich erstmal in erster Linie mich an. Ist natürlich für einen Tank-Charakter ganz gut. Aber man muss da nur ein bisschen aufpassen, dass es dann vielleicht nicht doch am Ende zu dick wird für einen. Die deutsche Übersetzung in Spielen ist immer Spott. Für die Fähigkeit? Ja, das ist die klassische Tank-Fähigkeit halt, ne? Dass du den Damage auf dich ziehst, die Aggro halt verteilst. Also auf dich ziehst. Ich spiele mal keine MMOs, deshalb weiß ich so eine Sache immer nicht. So, was habe ich denn? I've lost track of which is the real boss. Can't really say. It can be quite chaotic. There we go. So we were able to do enough damage, and now he ran away. For now. And I'm all out. I'm all out. I have no more ammunition. Oh yeah. Good timing. I have 4 rockets left. So you can get additional ammo from looting these damaged machines, finding chests, and just by destroying enemies. They'll drop ammunition randomly. Jetzt ist hier gerade nochmal eine Frage, kann man den Ort bestimmen oder ist der immer gleich oder random? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was damit jetzt gemeint ist mit dem Ort. And there was I don't know what the first question meant, but the second question is why are all the enemies gray? Will we see different kind of like more animal that's a great question. Enemies? These enemies, all the ones in the first act, tend to be a bit gray. And they have very irregular body types. Mm-hmm. So they're very asymmetrical, they're kind of chaotic. The second faction, enemies that you fight, they're called the Noesis. They're inspired by insects. So there's a big spider-type monster, there's a big bug, bee, ants, all different creatures inspired by insects. And the third faction that you fight, those are the Praetorian, and they're more inspired by humans, so they're more bipedal. So each of the factions that you fight really have their own look to them, their own look, feel, and their own behaviors. Also es gibt mehr oder weniger so drei Grundformen von Gegnern. Die ersten, die jetzt hier noch verhältnismäßig farblos sind, die sind so ein bisschen, wow, da hast du so einen geilen Umhang. Cool. Ja, das ist so ein Ding, weißt du, wie du im Auto hast. So eine Notfalldecke. So eine ja, genau. Steht sogar drauf. Die ja tatsächlich hier so ein bisschen wie aus Schrott zusammengebaut aussehen. Die zweiten sind ein bisschen insektenähnlicher. Spinnen übrigens auch. Mit Spinnen, deshalb spielen wir auch nicht so weit. Und die dritten sind ein bisschen Prätorianer-mäßig, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Die sind ein bisschen mehr an Menschen angelehnt. Genau. Gut, ich würde mal sagen, Franz, oder? Wir nähern uns dem Ende. Ja, das war schön.
Wir sind gerade in einer Stadt, genau, wir sind gerade in einer Stadt. Okay, Kevin, I would say this could be a good spot to finish our little stream with the first boss on the run, and I hope everybody got a picture of well how the game plays and what you can do, and well, we only just showed the beginning and we didn't have all the weapons and stuff like that, of course. But I hope, well, people got a good idea what to expect in Livelock. So, Kevin, thank you very much for taking your time. I know you're probably very busy. One day after release, there is lots to do, I guess, and lots to observe how the world reacts to your game. I hope your the response until now was rather well. I saw it on Steam. It was quite good. Yeah, the response from the players has been very positive. The response from the reviews have been very positive. So I have to say we're really happy, and thanks so much for taking the time to play with me today. And I'm just enjoying watching other people play and explore the game that we've worked so hard on for the last couple of years. How long did you work on the game? Just about 3 years. Okay, also 3 Jahre haben sie daran gearbeitet. Und jetzt ist es fertig. Seit gestern, seit dem 30. August, kann man es kaufen auf PC, auf PS4, auf Xbox One. 20 € kostet zum Download. Man kann es zu dritt im Koop spielen, wenn er es auf der ARC-Plattform wenn er es da kauft. Auf der Webseite von Perfect World, da kriegt er auch nochmal Rabatt, wenn er so quasi einen Dreierpack kauft. Und ja, das war unsere kleine Gameplay-Session zu Livelock zusammen mit dem Lead-Designer Kevin. Jetzt bin ich selber schon ein bisschen durch den Wind. Und ja, Franz, hast du noch irgendwie eine Frage oder so? Nee, oder wir sind jetzt ganz gut durch, oder? For me, thank you, Kevin. And lots of thanks from the chat. The people love you. Yeah, thanks. Those were great questions. Thanks so much, guys. Okay. Also er dankt auch euch, liebe Chatmenschen, und wir machen dann jetzt eine kleine Pause, würde ich sagen. Genau, wir machen eine Pause und sehen uns in ein paar Minuten wieder mit The Final Station. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Da geht es in die Endzeit, und zwar ist man da Zugführer in der Endzeit. Es ist sehr, sehr, sehr nett. Das war Livelock und jetzt kommt die Pause und ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Okay, bye Kevin, thanks for your time and we're going offline right now. Great, thanks guys.